Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den stillen Nischen der Archive, wo der Staub der Jahrtausende auf zerbrechlichen Tontafeln ruht, liegt ein Flüstern aus einer Zeit vor unserer Zeit. Es sind Fragmente einer Erinnerung, niedergeschrieben von den Sumerern, die von einer Epoche erzählen, die von einer großen Flut ausgelöscht wurde. Sie sprechen von Königen, die zehntausende Jahre regierten, und von Städten, die vom Himmel herabstiegen. Was verbirgt sich hinter diesen fast unglaublichen Erzählungen? Begleiten Sie mich in die Dämmerung der Geschichte, zu den wahren Ursprüngen der Sintflutmythen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der Gegenwart verblassen. Wir begeben uns auf eine Reise nicht nur an einen anderen Ort, sondern in eine andere Zeit. Eine Zeit, die so fern ist, dass sie fast vollständig aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwunden war. Unsere Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert in den staubigen, sonnenverbrannten Ebenen des heutigen Irak. Europäische Abenteurer und Archäologen, angetrieben von den Erzählungen der Bibel, gruben im Sand nach den Überresten der großen assyrischen und babylonischen Reiche. Sie suchten nach Ninive und Babylon, nach den Palästen von Königen, deren Namen aus dem Alten Testament bekannt waren. Und sie waren erfolgreich. Sie fanden monumentale geflügelte Stiere, prächtige Reliefs und Bibliotheken voller seltsamer, keilförmiger Schriftzeichen auf Tontafeln. Doch während sie diese Tafeln entzifferten, stießen sie auf ein Rätsel. Unter den bekannten semitischen Sprachen, dem akkadischen und babylonischen, verbarg sich etwas anderes. Eine ältere, agglutinierende Sprache, die mit keiner anderen bekannten Sprachfamilie verwandt zu sein schien. Es war die Sprache eines Volkes, dessen Namen die Welt vergessen hatte: die Sumerer. Es gab kein einzelnes Eureka-Moment, keinen plötzlichen Fund einer sumerischen Hauptstadt. Stattdessen war es ein langsames, mühsames Zusammensetzen eines Puzzles aus Tausenden von Fragmenten. Aus den Verwaltungslisten, den Hymnen, den Mythen und den Königsinschriften der späteren Kulturen schälte sich langsam das Bild einer Zivilisation heraus, die vor allen anderen dagewesen war. Sie waren die Erfinder der Schrift, des Rades, der Stadtstaaten, der Gesetze. Sie blickten zu den Sternen und teilten den Himmel ein. Sie bauten monumentale Tempeltürme, die Zikkurate, um ihren Göttern näher zu sein. Die Wiederentdeckung Sumers war keine Ausgrabung von Gold und Juwelen, sondern die Wiederentdeckung einer Idee. Der Idee der Zivilisation selbst. Und in ihren ältesten Schriften fanden die Gelehrten Hinweise auf eine Zeit, die selbst für die Sumerer schon im Nebel des Mythos lag. Eine Epoche vor einer großen, alles vernichtenden Flut. Unter den Zehntausenden von Tontafeln, die aus dem mesopotamischen Sand geborgen wurden, gibt es ein Dokument, das Historiker bis heute gleichermaßen fasziniert und vor ein Rätsel stellt. Es ist kein Epos voller heldenhafter Taten, keine Sammlung von Gesetzen, sondern etwas scheinbar viel Trockeneres. Eine Liste. Wir kennen sie als die sumerische Königsliste. Es existieren mehrere Versionen. Die berühmteste davon ist vielleicht das Weltblundel-Prisma. Ein kleiner, vierseitiger Tonblock, der in Larsa gefunden wurde und heute im Ashmolean Museum in Oxford ruht. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein einfaches administratives Dokument.
eine Chronik der Herrscher. Doch beim Lesen entfaltet sich eine Erzählung, die unser modernes Verständnis von Geschichte und Zeit herausfordert. Die Liste beginnt mit einer fast theologischen Aussage. Nachdem das Königtum vom Himmel herabgekommen war, war das Königtum in Eridu. Dann zählt sie die ersten Könige auf, die in verschiedenen Städten herrschten, und gibt die Dauer ihrer Regentschaft an. Und hier beginnt das Unbegreifliche. Die Herrschaftszeiten sind nicht in Jahrzehnten, sondern in Jahrtausenden angegeben. Zehntausende von Jahren für einen einzigen König. Die Liste verläuft chronologisch durch mehrere Städte, die das Königtum innehatten, eine nach der anderen. Und dann, nach einer langen Aufzählung dieser mythischen Herrscher, kommt ein Satz, der alles verändert. Ein dramatischer Wendepunkt in der Weltgeschichte, wie sie die Sumerer sahen. Dann fegte die Flut darüber hinweg. Nach dieser Katastrophe beginnt die Liste von Neuem mit Königen, deren Herrschaftszeiten zwar immer noch sehr lang, aber deutlich kürzer und zunehmend realistischer sind. Dieses Dokument ist mehr als nur eine Aufzählung von Namen. Es ist ein Versuch, die gesamte menschliche Geschichte, von der göttlichen Schöpfung der Ordnung bis zur Gegenwart des Schreibers, in einer einzigen, ununterbrochenen Linie der legitimen Herrschaft zu fassen. Es ist eine Brücke zwischen Mythos und Geschichte, ein Artefakt, das uns zwingt, die Frage zu stellen: Was wollten die sumerischen Schreiber uns damit sagen? Lassen Sie uns nun den ersten, rätselhaftesten Teil der Königsliste genauer betrachten: die Zeit vor der großen Flut. Die Liste nennt 8 Könige, die über einen Zeitraum von 200 Jahren in 5 verschiedenen Städten geherrscht haben sollen. Diese Zahlen sind schwindelerregend und entziehen sich jeder historischen Logik. Der erste König, Alulim, soll in Eridu 28.800 Jahre lang regiert haben. Sein Nachfolger, Alangar, 36.000 Jahre. Später, in der Stadt Batibira, herrschte Enmenluana für 43.200 Jahre. Was sollen wir mit solchen Informationen anfangen? Es wäre einfach, sie als reine Fantasie abzutun, als kindliche Übertreibungen einer prähistorischen Kultur. Doch das wäre zu einfach und würde der Komplexität der sumerischen Welt nicht gerecht. Die Städte, die in diesem Abschnitt genannt werden, Eridu, Batibira, Larak, Sipa und Shurupak, waren reale Orte. Archäologen haben ihre Überreste gefunden. Eridu gilt als eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste Stadt der Welt. Die Sumerer, die als pragmatische Händler, Bürokraten und Ingenieure bekannt waren, verbanden also reale Geographie mit einer absolut mythischen Chronologie. Die Gelehrten haben verschiedene Erklärungsversuche unternommen. Eine Theorie besagt, dass die Zahlen nicht wörtlich zu nehmen sind, sondern symbolische Bedeutung haben, möglicherweise im Zusammenhang mit dem sumerischen Sexagesimalsystem, das auf der Zahl 60 basiert. Andere vermuten, dass diese Könige keine menschlichen Herrscher waren, sondern vielleicht Götter, Halbgötter oder Personifikationen von langen kulturellen Epochen. Es könnte auch sein, dass die Schreiber versuchten, eine immense, unvorstellbare Tiefe der Zeit auszudrücken, um die Heiligkeit und das Alter ihrer Zivilisation zu betonen. Die vorsintflutlichen Herrscher bleiben ein tiefes Mysterium. Sie sind keine historischen Persönlichkeiten im modernen Sinne, sondern eher Archetypen, die an der Schwelle zwischen der göttlichen und der menschlichen Welt stehen. Sie repräsentieren eine verlorene goldene Ära, eine Zeit, in der die Verbindung zwischen Himmel und Erde noch intakt war, bevor die Flut eine neue,
gebrochenere Welt hervorbrachte. Der allererste Satz der sumerischen Königsliste ist vielleicht der wichtigste, nachdem das Königtum vom Himmel herabgekommen war. Diese wenigen Worte enthalten den Kern der sumerischen politischen und religiösen Weltanschauung. Für sie war Herrschaft, das Königtum, auf Sumerisch Nam-Lugal, keine menschliche Erfindung. Es war keine Institution, die sich aus sozialen Notwendigkeiten oder dem Ehrgeiz einzelner Männer entwickelte. Stattdessen war es ein göttliches Konzept, eine kosmische Kraft, die von den Göttern geschaffen und den Menschen als Geschenk übergeben wurde, um Ordnung in der Welt zu schaffen. Das Königtum war eine abstrakte Entität, die nicht dauerhaft an einen Ort oder eine Dynastie gebunden war. Es residierte zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer einzigen Stadt. Die Götter wählten eine Stadt aus, und diese Stadt wurde zum Zentrum der Welt, ihr Herrscher zum legitimen Stellvertreter der Götter auf Erden. Die Königsliste ist im Wesentlichen die Chronik der Wanderung dieses göttlichen Mandats. Zuerst war es in Eridu. Dann, so die Liste, wurde Eridu geschlagen und das Königtum wurde nach Bat-Tibira getragen. Dieser Prozess wiederholt sich immer wieder. Eine Stadt steigt auf, hält das Königtum für eine gewisse Zeit und dann wird sie durch eine andere Stadt ersetzt, oft durch militärische Eroberung, die als göttliches Urteil interpretiert wurde. Dieses Konzept war ein unglaublich mächtiges Werkzeug zur Legitimierung. Jeder König, der seinen Namen in diese Liste eintragen ließ, stellte sich in eine ununterbrochene Traditionslinie, die direkt auf den göttlichen Ursprung der Zivilisation zurückging. Er war nicht nur ein Eroberer oder ein Verwalter, er war der aktuelle Träger einer heiligen, vom Himmel gesandten Autorität. Diese Idee, dass Herrschaft eine von einer höheren Macht verliehene Gnade ist eines der nachhaltigsten politischen Konzepte der Geschichte. Wir finden Echos davon in der Vorstellung des Gottesgnadentums der europäischen Monarchen und in vielen anderen Kulturen. Es begann hier in den Schilfmarschen Südmesopotamiens mit der einfachen, aber tiefgründigen Vorstellung, dass Ordnung und Autorität nicht von der Erde, sondern vom Himmel kommen. Schließen Sie die Augen und lauschen Sie dem Flüstern der Zeit. In den sumerischen Texten, auf den Tafeln aus gebranntem Ton, finden wir einen Namen, der wie ein Echo aus einer versunkenen Welt klingt. Eridu. Die Königsliste ist unmissverständlich. Als das Königtum vom Himmel herabkam, war das Königtum in Eridu. Dies war nicht nur eine Stadt, es war ein Konzept, der auserwählte Ort, an dem die Zivilisation nach dem Willen der Götter zum ersten Mal Wurzeln schlug. Stellen Sie sich das südliche Mesopotamien vor, nicht als die trockene Ebene, die wir heute kennen, sondern als ein Mosaik aus Sümpfen, Lagunen und Wasserläufen, wo der Euphrat sich dem Persischen Golf näherte. In dieser wasserreichen Welt, dem biblischen Eden, soll Eridu entstanden sein. Es war die Heimstatt von Enki, dem Gott der Weisheit, des Handwerks und des Süßwasserozeans, des Apsu, der unter der Erde lag. Die Mythen erzählen, wie Enki sein Haus in Eridu aus leuchtendem Lapislazuli und Silber baute. Ein heiliger Ort, an dem die göttlichen Ordnungen, die Me, aufbewahrt wurden, jene universellen Gesetze, die alles regelten, von der Ziegelherstellung bis zur Rechtsprechung. Eridu war somit mehr als nur eine Ansammlung von Lehmhütten. Es war der Nabel der Welt, der Punkt, an dem die göttliche Sphäre die menschliche berührte. Die Könige, die dort herrschten, Alulim und Alalgar, regierten für Zeitspannen, die unser Verständnis sprengen, Zehntausende von Jahren. Dies deutet darauf hin, dass die Sumerer Eridu
nicht als eine historische Siedlung im modernen Sinne sahen, sondern als einen mythischen Urort, einen heiligen Prototyp. Es war die Stadt, in der die Götter mit den Menschen wandelten, bevor die große Flut alles hinwegspülte. Die Suche nach dem realen Eridu, dem archäologischen Hügel namens Tel Abu Shahrain, ist daher nicht nur die Suche nach Ruinen, sondern die Suche nach dem Ursprung einer Idee. Der Idee der Stadt als heiliges Zentrum, als von den Göttern gestiftete Ordnung inmitten des urzeitlichen Chaos. Die Poesie der Keilschrifttafeln ist betörend. Doch der Historiker muss seine Hände auch in den Staub der Vergangenheit graben. Was also finden wir, wenn wir den mythischen Boden von Eridu betreten und die Schichten der Zeit abtragen? Der archäologische Hügel von Tel Abu Shahrain erzählt eine andere, aber nicht weniger faszinierende Geschichte. Die Ausgrabungen, die im 20. Jahrhundert begannen, offenbarten eine erstaunliche Kontinuität. Schicht für Schicht legten die Archäologen die Überreste von Tempeln frei, die über Jahrtausende hinweg immer wieder an derselben heiligen Stelle errichtet wurden. Die unterste, älteste Schicht, datiert auf etwa 500 vor Christus, enthielt einen einfachen, kleinen Schrein aus Lehmziegeln. Darüber wurden im Laufe der Zeit immer größere und komplexere Tempel gebaut, die schließlich in einer unvollendeten Zikkurat gipfelten, die dem Gott Enki geweiht war. Diese Abfolge zeigt eindrücklich, wie sich ein heiliger Ort über Generationen hinweg entwickelte und an Bedeutung gewann. Eridu war tatsächlich eine der ältesten, wenn nicht die älteste städtische Siedlung in Südmesopotamien. Doch die Archäologie zeigt auch eine langsamere, organischere Entwicklung, als der Mythos suggeriert. Es gab keinen plötzlichen Moment, in dem das Königtum vom Himmel fiel. Stattdessen sehen wir eine schrittweise Entwicklung von einer kleinen dörflichen Gemeinschaft zu einem wichtigen religiösen Zentrum. Und was ist mit der großen Flut? In den benachbarten Städten wie Ur fanden Archäologen tatsächlich eine dicke Schicht aus sterilem Schwemmland, die eine frühe Siedlungsphase von einer späteren trennte. Für ihre Entdecker war dies der Beweis für die Sintflut. Heute interpretieren wir diese Funde vorsichtiger. Es handelt sich wahrscheinlich um die Spuren einer oder mehrerer katastrophaler, aber lokaler Flussüberschwemmungen. Ereignisse, die für die Menschen dieser Region apokalyptisch gewirkt haben müssen und die zweifellos den Kern der späteren Flutmythen bildeten. Der Schlamm der Archäologie löst den Mythos also nicht auf, er erdet ihn. Er zeigt uns die reale Welt, in der diese tiefgreifenden Geschichten entstanden sind, eine Welt, die von der Macht des Wassers geprägt war, sowohl als Spender des Lebens als auch als Zerstörer. Kehren wir zu den unglaublichen Zahlen der Königsliste zurück. Al-Ulim herrschte 28.800 Jahre, Al-Algar 36.000 Jahre. 8 Könige, eine Gesamtregierungszeit von 200 Jahren vor der Flut. Kein rational denkender Mensch kann dies wörtlich nehmen. Doch diese Zahlen einfach als kindliche Übertreibung abzutun, wäre ein Fehler. Es würde die intellektuelle Raffinesse der Sumerer und ihrer babylonischen Nachfolger unterschätzen, die brillante Mathematiker und Astronomen waren. Wir müssen uns fragen, welche Botschaft verbirgt sich in dieser numerischen Sprache? Eine faszinierende Spur führt uns zu ihrem Zahlensystem, das auf der Basis 60 beruhte, das sexagesimale System, dessen Überreste wir heute noch in der Einteilung unserer Stunden, Minuten und des Kreises finden. Die sumerischen Gelehrten waren von den Zyklen des Kosmos besessen. Sie beobachteten die Sterne, kartierten die Bewegungen der Planeten und entwickelten komplexe Kalender.
Es ist denkbar, dass diese riesigen Zahlen keine menschlichen Lebensjahre darstellen, sondern kosmische Zyklen oder große Jahre, die sich aus astronomischen Konstellationen ableiten. Die Zahl 3600, ein Sar in ihrer Sprache, war von zentraler Bedeutung. Sie ist 60 mal 60. Viele der Regierungszeiten sind Vielfache dieser mystischen Einheit. Vielleicht repräsentiert ein Jahr der Königsliste in Wahrheit einen viel längeren, astronomisch definierten Zeitraum. Eine andere Theorie sieht in den Zahlen eine theologische Aussage. Die immense Dauer der Herrschaft könnte die Nähe dieser Urkönige zur göttlichen Welt symbolisieren. Ihre Lebensspanne war Gott ähnlich, weil sie in einer Zeit lebten, in der die Grenzen zwischen Himmel und Erde durchlässiger waren. Mit jeder nachfolgenden Dynastie, besonders nach der Flut, werden die Regierungszeiten drastisch kürzer und realistischer. Dies spiegelt einen zentralen mesopotamischen Gedanken wider, den einer fortschreitenden Entfernung von der göttlichen Sphäre, eine Art langsamen Verfalls der Welt aus einem goldenen Zeitalter. Die Zahlen sind also kein historischer Bericht, sondern eine Form der Geschichtsphilosophie, in mathematischen Symbolen ausgedrückt. Sie erzählen nicht, wie lange die Könige lebten, sondern wie die Sumerer ihre eigene Vergangenheit verstanden. Als eine lange, majestätische Dämmerung, die von einem mythischen, gottnahen Ursprung in die unbeständige Gegenwart der Menschen führte. Wenn das Königtum vom Himmel herabkam, woher kam dann das Wissen, eine Zivilisation zu führen? Die sumerischen Texte geben eine poetische und tiefgründige Antwort. Sie sprechen von den Apkallu, den 7 Weisen, die vor der großen Flut lebten. Diese Wesen waren keine gewöhnlichen Menschen. Sie waren die Berater und Lehrmeister der ersten Könige, die Kulturbringer, die der Menschheit die fundamentalen Künste und Wissenschaften offenbarten. Die Legenden beschreiben sie als Wesen, die aus dem Abzug kamen, jenem Süßwasserozean unter der Erde, der Domäne des weisen Gottes Enki. Spätere babylonische Darstellungen zeigen sie oft als Mischwesen, halb Mensch, halb Fisch, was ihre Herkunft aus den wässrigen Tiefen symbolisiert. Ihr Erscheinen markiert den Beginn der Ordnung. Der erste unter ihnen, Oannes, so berichtet es der babylonische Priester Berossos Jahrtausende später, stieg jeden Tag aus dem Meer, um die Menschen in Schrift, Architektur, Landwirtschaft und Gesetzgebung zu unterweisen. Bei Sonnenuntergang kehrte er in die Tiefe zurück. Die Apkallu sind die Personifikation der Zivilisation selbst. Sie bringen die göttlichen Ordnungen, die die Enki besitzt, in die menschliche Welt. Sie lehren, wie man Städte baut, Tempel errichtet, Kanäle gräbt und die Gesellschaft organisiert. Sie sind die mythischen Architekten, Ingenieure und Gesetzgeber, deren Weisheit das Fundament legte, auf dem Mesopotamien erblühte. Ihre Existenz in den Mythen beantwortet eine grundlegende Frage. Wie konnte die Menschheit aus einem primitiven Zustand zu einer so komplexen Kultur aufsteigen? Die sumerische Antwort lautet: Es war kein Zufall und keine rein menschliche Leistung. Es war ein Geschenk, eine Offenbarung aus einer anderen, älteren und weiseren Quelle. Die Apkallu stellen die Verbindung zwischen der göttlichen Weisheit Enkis und der menschlichen Praxis dar. Sie sind die Mittler, die das abstrakte Wissen der Götter in konkrete Werkzeuge für den Fortschritt übersetzen. In ihnen manifestiert sich der Glaube, dass Zivilisation nicht einfach entsteht, sondern gestiftet werden muss, durch eine tiefere Einsicht in die kosmische Ordnung, die aus der Tiefe des Seins aufsteigt. In den Schatten der Zikkurate,
In den Aufzeichnungen der Priester und Könige finden wir einen Namen, der wie ein Flüstern aus einer ertrunkenen Welt zu uns dringt. Ziusudra. Er ist der letzte der vorsintflutlichen Könige, der Herrscher der Stadt Shuruppak, die am Ufer des Euphrat in Weisheit und Wohlstand erblühte. Die sumerische Königsliste, dieses trockene, fast buchhalterische Dokument, verleiht ihm eine fast unvorstellbare Regentschaft von 36.000 Jahren. Ein Symbol für eine vergangene goldene Ära. Doch Ziusudra ist mehr als nur eine Zahl in einer langen Liste. Er ist der Protagonist der ältesten uns bekannten Sintfluterzählung, der sterbliche Mensch, der durch seine Frömmigkeit und seinen Gehorsam dem Willen der Götter entkam. Die Fragmente, die seine Geschichte erzählen, malen das Bild eines frommen und demütigen Herrschers. Tag für Tag, so heißt es, stand er an einer Wand aus Schilfrohr und lauschte auf die Stimmen der Götter, in der Hoffnung auf eine Offenbarung, eine Weisung. Er war kein Held im kriegerischen Sinne, kein Eroberer oder Tyrann. Seine Stärke lag in seiner spirituellen Ausdauer, in seinem unerschütterlichen Glauben. Und genau diese Eigenschaft machte ihn zum Auserwählten. Während die anderen Götter, angeführt vom machtvollen Enlil, den Lärm und die Unruhe der Menschheit satt hatten und beschlossen, sie mit einer alles vernichtenden Flut auszulöschen, hatte ein Gott Mitleid. Enki, der weise Herr des Süßwasserozeans Apsu, der Schutzpatron der Menschen. Doch Enki war durch einen Eid an die anderen Götter gebunden. Er durfte die Menschen nicht direkt warnen. Also griff er zu einer List. Er sprach nicht zu Ziusudra selbst, sondern zu der Schilfwand, an der der König lauschte. »Schilfwand, Schilfwand! Wand, Wand!« raunte die göttliche Stimme. »Reiß dein Haus nieder, baue ein Schiff, verachte den Besitz, rette das Leben.« Die Botschaft war verschlüsselt. Doch für den, der zuhörte, war sie unmissverständlich. Ziusudra verstand. Er sollte ein riesiges Schiff bauen, ein Gefährt, das den kommenden Wassermassen trotzen konnte. Er sollte seine Familie und die Saat allen Lebens an Bord nehmen. Ziusudra, der König, der Priester, der letzte Mensch einer sterbenden Welt, wurde zum Architekten der Hoffnung, zum Bewahrer der Zukunft in einer Arche aus Schilf und Pech. Um die Geschichte von Ziusudra in ihrer ursprünglichen Form zu verstehen, müssen wir uns einer Tontafel zuwenden, die so zerbrechlich und unvollständig ist wie die Erinnerung selbst. Bekannt als die Eridu Genesis oder die sumerische Sintfluterzählung, ist dieses Fragment, das im 19. Jahrhundert in den Ruinen von Nippur entdeckt wurde, unser ältestes schriftliches Zeugnis für die Schöpfung des Menschen und seine beinahe Auslöschung. Datiert auf etwa 1600 v. Chr. Ist der Text selbst eine Abschrift einer viel älteren Geschichte, deren Wurzeln tief in das 3. Jahrtausend zurückreichen. Obwohl nur das untere Drittel der Tafel erhalten ist, sind die lesbaren Zeilen von monumentaler Bedeutung. Die Erzählung beginnt nicht mit Zerstörung, sondern mit Schöpfung. Die Götter, allen voran An, Enlil, Enki und die Muttergöttin Ninshursak, erschaffen die Schwarzhaarigen, die Sumerer, damit sie für die Götter arbeiten und das Land kultivieren. Sie gründen die ersten 5 Städte in reinen Orten und übergeben sie den Göttern als Kultzentren: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sippar und Shuruppak. Das Königtum wird vom Himmel herabgesandt und eine lange Periode des Friedens und des Wachstums beginnt. Doch irgendetwas stört die göttliche Harmonie. Der erhaltene Text lässt die genaue Begründung aus, aber wir erfahren, dass die Götter gemeinsam beschließen, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten.
Der Text hält den Moment des schicksalhaften Schwurs fest, den Enki später umgehen wird. Hier setzt die uns bereits bekannte Warnung an Ziusudra ein. Die Eridu-Genesis beschreibt dann mit poetischer Kraft das Wüten der Flut. Alle bösen Winde, alle Stürme vereinigten sich an einem Ort, heißt es. 7 Tage und 7 Nächte lang ließ der Sturm das Land erbeben. Das riesige Schiff, das Ziusudra gebaut hat, wird auf den gewaltigen Wellen hin und her geworfen, als die Sonne endlich wieder scheint und der Sonnengott Utu sein Licht über Himmel und Erde verbreitet, öffnet Ziusudra ein Fenster seines Schiffes. Er wirft sich vor dem Gott nieder und opfert ihm einen Ochsen und ein Schaf. Am Ende der Erzählung wird Ziusudra für seine Frömmigkeit belohnt. Enlil, dessen Zorn besänftigt ist, gewährt ihm und seiner Frau ewiges Leben und lässt sie in Dilmun wohnen, dem paradiesischen Land, wo die Sonne aufgeht. Er wird von einem sterblichen König zu einer unsterblichen Figur, einem Halbgott, der die Brücke zwischen der Welt vor und nach der Flut schlägt. Die Geschichte von Ziusudra und der großen Flut war so kraftvoll, so fundamental für das mesopotamische Weltbild, dass sie nicht in den Ruinen der sumerischen Städte unterging. Stattdessen hallte sie durch die Jahrtausende wieder, wurde von nachfolgenden Kulturen adaptiert, neu interpretiert und in ihre eigenen Epen eingewoben. Das berühmteste dieser Echos finden wir im babylonischen Gilgamesch-Epos, dem ersten großen literarischen Werk der Menschheitsgeschichte. Hier begegnet der Held Gilgamesch auf seiner Suche nach Unsterblichkeit einem weisen Mann namens Utnapishtim, dem weit Entfernten. Seine Geschichte ist unverkennbar die von Ziusudra, jedoch in akkadischer Sprache und mit babylonischen Nuancen. Auch Utnapishtim stammt aus Shurupak. Auch er wird vom Gott Ea, dem akkadischen Pendant zu Enki, durch eine Schilfwand gewarnt. Auch er baut ein riesiges Schiff, ein Würfel mit 7 Decks, und rettet seine Familie, Handwerker und die Tiere des Feldes. Die Flut, entfesselt vom zornigen Gott Enlil, ist ebenso verheerend. Nach 7 Tagen landet Utnapishtims Arche auf dem Berg Nisir. Er sendet eine Taube, eine Schwalbe und schließlich einen Raben aus, um nach trockenem Land zu suchen. Ein Detail, das in den sumerischen Fragmenten fehlt. Wie Ziusudra bringt er ein Opfer dar, dessen Duft die Götter wie Fliegen anlockt. Und wie Ziusudra wird ihm und seiner Frau von Enlil die Unsterblichkeit gewährt. Jahrhunderte später und Hunderte von Kilometern weiter westlich taucht die Geschichte in einem neuen, monotheistischen Kontext wieder auf. In der hebräischen Bibel, im Buch Genesis. Der Held heißt nun Noah. Der warnende Gott ist Jahwe, der einzige Gott. Die Motivation für die Flut ist nicht der Lärm der Menschen, sondern ihre moralische Verderbtheit. Noah wird wegen seiner Rechtschaffenheit auserwählt. Die Anweisungen zum Bau der Arche sind präzise, die Dauer der Flut ist länger und das Schiff landet auf den Bergen von Ararat. Doch der Kern der Geschichte bleibt identisch. Ein auserwählter Mann, eine göttliche Warnung, der Bau eines Rettungsschiffes, die Bewahrung des Lebens und ein Neuanfang für die Menschheit. Von Ziusudra über Utnapishtim zu Noah, es ist dieselbe unvergängliche Erzählung von Zerstörung und Wiedergeburt, ein Zeugnis für die erstaunliche Kontinuität menschlicher Mythen im alten Orient. Während die Texte von einer mythischen, alles vernichtenden Flut sprechen, stellt sich unweigerlich die Frage, gibt es einen wahren Kern? Verbirgt sich hinter diesen Epen die verzerrte Erinnerung an eine tatsächliche, prähistorische Katastrophe? Archäologen und Geologen suchen seit über einem Jahrhundert nach Antworten, die im Schlamm und Lehm des alten Mesopotamien begraben liegen. Die berühmteste Entdeckung
machte der britische Archäologe Sir Leonard Woolley in den späten 1920er Jahren bei seinen Ausgrabungen der sumerischen Stadt Ur. Tief unter den königlichen Gräbern und den Fundamenten der Zikkurat stieß sein Team auf eine massive, sterile Schlammschicht von fast 3 Metern Dicke. Darunter fanden sie Spuren einer noch älteren Siedlung aus der Obezeit. Woolley war überzeugt. Dies war der physische Beweis für die große Flut aus dem Gilgamesch-Epos. Seine dramatische Verkündung elektrisierte die Welt. Doch die wissenschaftliche Gemeinschaft blieb skeptisch. Spätere Grabungen in anderen mesopotamischen Städten wie Kisch und, bezeichnenderweise, in Churupak, der Heimatstadt von Ziusudra, brachten ebenfalls Flutablagerungen zutage. Das Problem war jedoch, dass diese Schichten nicht miteinander korreliert werden konnten. Sie stammten aus unterschiedlichen Epochen. Heute gehen die meisten Forscher davon aus, dass es sich um die Spuren schwerer, aber lokaler Flussüberschwemmungen des Tigris und Euphrat handelt, katastrophal für die betroffenen Städte, aber keine einzelne, das gesamte Land bedeckende Sintflut. Für die Menschen, die in der flachen Schwemmebene lebten, muss eine solche Überschwemmung jedoch wie das Ende ihrer bekannten Welt gewirkt haben. Eine andere, weitaus umfassendere Theorie blickt über Mesopotamien hinaus. Die Black Sea Deluge Hypothesis der Geologen William Ryan und Walter Pittman postuliert, dass um 500–600 vor Christus der Mittelmeerspiegel so stark anstieg, dass er die Landbrücke am Bosporus durchbrach. Salzwasser stürzte mit der 200-fachen Kraft der Niagarafälle in das damals viel kleinere Süßwasserbecken des Schwarzen Meeres und ließ dessen Spiegel täglich um Zentimeter ansteigen. Dörfer und Ackerland wurden überflutet, was eine massive Völkerwanderung ausgelöst haben könnte. Die traumatische Erinnerung an diese gewaltige, landschaftsverändernde Flut könnte von den Flüchtlingen über Generationen weitergegeben worden sein und schließlich ihren Weg in die Mythen der Sumerer gefunden haben. Es bleibt eine Hypothese, aber sie zeigt, wie eine reale geologische Katastrophe den Samen für eine Legende legen kann, die die Menschheit bis heute fasziniert. Atmen Sie tief ein und lassen Sie uns gedanklich an einen Ort reisen, der das Herz der sumerischen Zivilisation war. Nicht der Palast des Königs oder der Tempel des höchsten Gottes, sondern ein bescheideneres, aber unendlich wichtigeres Gebäude. Das Eduba, das Haus der Tafeln. Hier, in diesen Räumen aus Lehmziegeln, die nach feuchter Erde und dem Staub der Jahrtausende rochen, wurde das Fundament des kollektiven Gedächtnisses gelegt. Stellen Sie sich einen jungen Schreiberlehrling vor, der im gedämpften Licht sitzt, das durch eine schmale Öffnung in der Decke fällt. In seiner Hand hält er einen sorgfältig geschnittenen Schilfrohrgriffel, seinen Kan-Tupi. Vor ihm liegt ein Klumpen feuchter, gereinigter Ton, so glatt und formbar wie Wachs. Mit präzisen, schnellen Bewegungen drückt er die keilförmige Spitze des Griffels in die weiche Oberfläche. Jeder Druck ist ein Zeichen, jede Kombination von Keilen ein Wort, ein Gedanke, der der Flüchtigkeit des gesprochenen Wortes entrissen wird. Dies war keine einfache Schreibübung. Es war ein heiliger Akt der Konservierung. Das Wissen, das auf diesen Tafeln festgehalten wurde, war vielfältig. Es gab Listen von Königen, die Jahrtausende umspannten, Hymnen an Götter, deren Namen wie ferner Donner klingen, und epische Erzählungen von Helden und der Schöpfung der Welt. Aber es gab auch das Alltägliche: Kaufverträge für Felder, Lohnlisten für Arbeiter, mathematische Übungen zur Berechnung von Kanalvolumina und sogar Schülertafeln mit den korrigierten Fehlern eines Lehrers.
Jede einzelne Tafel war ein Sieg über die Zeit. Anders als Papyrus, der zerfällt, oder Pergament, das verbrennt, wird Ton im Feuer hart und beständig. Die Zerstörung einer Stadt, das Niederbrennen einer Bibliothek, konnte paradoxerweise zur dauerhaften Konservierung ihres Wissens führen. Die Tafeln wurden im Schutt gebacken und überdauerten die Imperien, die sie geschaffen hatten. Das Haus der Tafeln war somit mehr als eine Schule oder ein Archiv. Es war eine Zeitkapsel, eine bewusste Anstrengung, die Essenz einer Kultur für eine unvorstellbare Zukunft zu bewahren. Das Wissen um die Zeit vor der Flut, die Geschichten von Zius Udra und den vorsintflutlichen Königen überlebten nicht, weil sie mündlich überliefert wurden, sondern weil sie in Ton gebrannt waren, geduldig in der Dunkelheit der Erde darauf wartend, dass wir ihre stille, keilförmige Sprache wieder erlernen würden. Um die sumerischen Texte wirklich zu verstehen, müssen wir versuchen, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Ihre Realität war nicht die unsere. Wir blicken in den Nachthimmel und sehen Galaxien in unendlicher Leere. Ein Sumerer blickte auf und sah die feste, steinerne Kuppel des Himmels, die auf der flachen Scheibe der Erde ruhte. Diese Welt war kein zufälliges Ergebnis physikalischer Gesetze, sondern eine bewusste, göttliche Schöpfung, ein heiliger Raum, ein großer Tempel. In diesem kosmologischen Modell war die Erde eine flache Landmasse, umgeben von einem Süßwasserozean, dem Abzu. Unter der Erde befand sich die Unterwelt, das Land ohne Wiederkehr. Über der Erde wölbte sich der Himmel, eine feste Kuppel, und darüber wiederum befanden sich die himmlischen Wasser, die Quelle des Regens. Die Sonne, der Mond und die Sterne waren keine fernen Sonnen, sondern Gottheiten, die auf festgelegten Pfaden über die Innenseite dieser Himmelskuppel zogen. Ihre Bewegungen waren die Sprache der Götter, eine Quelle von Omen und Vorzeichen, die von Priesterastronomen sorgfältig beobachtet und gedeutet wurden. Das Land selbst, Mesopotamien, war das Zentrum dieser Welt, der Nabel der Erde. Die Städte waren nicht nur Siedlungen, sondern irdische Abbilder himmlischer Muster. Jede wichtige Stadt hatte ihr Gegenstück in den Sternen. Der Tempel im Herzen der Stadt, die hoch aufragende Zikkurat, war die buchstäbliche Verbindung zwischen Himmel und Erde, eine künstliche Bergspitze, eine Treppe, auf der die Götter herabsteigen und die Menschen aufsteigen konnten. Dieses Weltbild war nicht wissenschaftlich in unserem Sinne, aber es war in sich geschlossen und tiefgreifend bedeutungsvoll. Jeder Aspekt der Existenz, vom Wachsen des Getreides bis zum Wechsel der Jahreszeiten, war Teil eines göttlichen Dramas. Die vorsintflutlichen Geschichten fanden innerhalb dieser kosmischen Bühne statt. Die lange Lebensdauer der Könige, die Intervention der Götter, die Flut selbst, all das waren Ereignisse in einer Welt, in der die Grenzen zwischen dem Physischen und dem Göttlichen durchlässig waren. Wenn die Texte von den Fundamenten des Himmels und der Erde sprechen, meinen sie nicht Planeten oder Galaxien, sondern die Säulen ihrer heiligen, von Göttern bewohnten Welt. Dieses Verständnis ist der Schlüssel, um ihre Mythen nicht als fehlerhafte Wissenschaft, sondern als tiefgründige, theologische und philosophische Erzählungen zu lesen. Die Faszination, die von den sumerischen Texten ausgeht, ist verständlich. Sie sprechen von Göttern, die vom Himmel herabstiegen, von der Erschaffung der Menschheit und von kataklysmischen Ereignissen. In dieser faszinierenden Lehre zwischen unserem Wissen und ihrer Mythologie haben in den letzten Jahrzehnten einige sehr populäre, aber wissenschaftlich unhaltbare Theorien Wurzeln geschlagen.
Die bekannteste dieser Theorien ist die der Ancient Astronauts, die maßgeblich von Autoren wie Zecharia Sitchin geprägt wurde. Seine Interpretation der sumerischen Keilschrifttexte postuliert, dass die Götter der Sumerer, die Anunnaki, in Wirklichkeit Außerirdische von einem hypothetischen Planeten namens Nibiru waren. Sie seien zur Erde gekommen, um Gold abzubauen, und hätten die Menschheit durch genetische Manipulation als Arbeitssklaven erschaffen. Diese Erzählung ist fesselnd, sie klingt modern und bietet eine einfache Antwort auf komplexe Fragen. Doch als Historiker müssen wir einen Schritt zurücktreten und fragen: Was sagen die Texte wirklich? Die Realität ist, dass diese Interpretationen auf einer Reihe von grundlegenden Fehlern beruhen. Sie basieren auf selektiven Lesarten, ignorieren den breiteren mythologischen und kulturellen Kontext und, was am wichtigsten ist, auf nachweislichen Fehlübersetzungen. Das sumerische Wort Anunnaki bedeutet nicht jene, die vom Himmel auf die Erde kamen, wie oft behauptet wird. Es bezeichnet eine Gruppe von Gottheiten, oft die wichtigsten des Pantheons oder die Götter der Unterwelt. Die Idee eines 12. Planeten, Nibiru, findet in der mesopotamischen Astronomie keine Entsprechung. Der Begriff bezog sich meist auf den Planeten Jupiter oder den Fixstern Sirius in ihrer Funktion als Himmelsmarkierungen. Die Projektion moderner Konzepte wie Genmanipulation oder Raumfahrt auf Jahrtausende alte Texte ist ein klassischer Anachronismus. Die Sumerer versuchten nicht, eine technologische Geschichte zu schreiben. Sie schrieben Theologie. Sie versuchten, ihren Platz im Kosmos zu verstehen, das Wesen der Götter zu ergründen und die Beziehung zwischen Menschheit und dem Göttlichen zu definieren. Ihre Mythen sind keine verschleierten Tatsachenberichte über außerirdische Besucher, sondern tiefgründige, symbolische Erzählungen über Schöpfung, Ordnung, Chaos und die menschliche Verfassung. Sie mit Respekt zu behandeln bedeutet, ihnen in ihrem eigenen Kontext zuzuhören, anstatt ihnen unsere eigenen modernen Fantasien überzustülpen. Nachdem wir die modernen Mythen über außerirdische Besucher beiseite gelegt haben, stellt sich die Frage: Wer waren die Anunnaki denn nun wirklich aus der Sicht der Sumerer und ihrer Nachfolger? Die Antwort ist, wie so oft in der Geschichte, komplexer und faszinierender als jede simple Fiktion. Der Begriff Anunnaki ist kein Eigenname für eine bestimmte Gruppe, sondern eine Sammelbezeichnung. Die genaue Etymologie ist umstritten, aber eine wahrscheinliche Deutung leitet sich von An, dem Himmelsgott, und Ki, der Erdgöttin, ab. Sie sind die Nachkommen des An oder die fürstlichen Nachkommen. Es handelt sich also um eine Bezeichnung für eine Gruppe von Gottheiten, deren Zusammensetzung und Funktion sich über die Jahrtausende und von Stadt zu Stadt verändern konnte. In den frühesten sumerischen Texten scheinen die Anunnaki die höchsten und mächtigsten Götter des Pantheons zu sein. An, Enlil, Enki, Ninhursag. Sie sind die Schöpfergötter, die das Schicksal des Universums und der Menschheit bestimmen. Sie ordnen die Welt, gründen Städte und setzen Könige ein. In dieser Funktion sind sie himmlische Wesen, die in den höchsten Sphären residieren und deren Entscheidungen auf der Erde umgesetzt werden. Später, insbesondere in babylonischen und assyrischen Texten wie dem Schöpfungsepos Enuma Elish, ändert sich ihre Rolle. Hier werden die Anunnaki oft als eine Gruppe den jüngeren Göttern, den Igigi, gegenübergestellt. In späteren Mythen, wie dem Gilgamesch-Epos oder der Höllenfahrt der Ishtar, wandelt sich ihre Bedeutung erneut. Hier werden die Anunnaki zu den Richtern der Unterwelt.
Sie sitzen auf Thronen im Land ohne Wiederkehr und fällen das Urteil über die Seelen der Verstorbenen. Sie sind nun keine himmlischen Schöpfer mehr, sondern chtonische, also erd- und unterweltbezogene, furchteinflößende Mächte. Was die Texte also zeigen, ist keine homogene Gruppe von Wesen, sondern ein theologisches Konzept, das sich entwickelte. Die Anunnaki waren nie eine einzige Rasse von Göttern. Sie waren mal die obersten 7, mal eine Versammlung von 50, mal die unzähligen Richter der Unterwelt. Sie waren die Verkörperung göttlicher Macht in ihren verschiedenen Aspekten. Schöpferisch, ordnend, aber auch richtend und zerstörerisch. Sie waren die Antwort der Sumerer auf die Frage nach der Struktur der göttlichen Welt. Keine Besucher von den Sternen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und atmen Sie tief durch. Unsere Reise führt uns heute Nacht empor, weg von den irdischen Fluten und hinauf in die stille, ewige Weite des mesopotamischen Himmels. Die Sumerer, deren Leben so eng mit den Rhythmen der Erde verwoben war, blickten mit ebenso großer Ehrfurcht und Präzision zu den Sternen. Für sie war der Kosmos kein chaotisches Durcheinander, sondern ein göttlich geordnetes Uhrwerk, dessen Muster das Leben auf der Erde spiegelten und lenkten. Die Vorstellung einer Zeit vor der Sintflut, einer Ära des Chaos, stand im scharfen Kontrast zu der Ordnung, die sie am Firmament beobachteten. Diese Ordnung zu verstehen, war überlebenswichtig. Die Priester-Astronomen, die von den Stufen der Zikkurate aus den Nachthimmel studierten, waren die Hüter dieses Wissens. Sie kartierten die Wanderungen der Planeten, die sie für Götter hielten, Nanna, der Mondgott, Utu, die Sonne und Inanna, der strahlende Venusstern. Sie erkannten die Regelmäßigkeit von Sonnen- und Mondfinsternissen und sahen darin göttliche Omen, die es zu deuten galt. Ihre Beobachtungen waren zutiefst praktisch. Der landwirtschaftliche Kalender, die Bestimmung der Saat- und Erntezeiten, hing von der genauen Kenntnis der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen ab. Die Zyklen des Mondes bestimmten die Monate und religiösen Feste. Aus diesem Bedürfnis heraus entwickelten sie ein komplexes System der Zeitmessung, das auf der Zahl 60 basierte. Ein Erbe, das bis heute in unseren 60 Minuten und 60 Sekunden fortlebt. Sie teilten den Kreis in 360 Grad und legten damit den Grundstein für die gesamte westliche Astronomie und Mathematik. Die 12 Sternbilder des Tierkreises, durch die die Sonne im Laufe eines Jahres zu wandern scheint, sind ebenfalls eine sumerische Konzeption. Für sie war dies der himmlische Pfad, auf dem die Götter wandelten. Jeder Monat, jedes Jahr, jeder große Zyklus war Teil eines göttlichen Plans. Die langen mythischen Herrschaftszeiten der vorsintflutlichen Könige könnten ein Versuch gewesen sein, diese himmlische, kosmische Zeit auf die irdische Geschichte zu übertragen. Ein Versuch, eine Verbindung herzustellen zwischen der flüchtigen Existenz der Menschen und der ewigen Ordnung der Sterne. Wir kehren nun von der himmlischen Ordnung zurück zu einem der irdischsten und zugleich rätselhaftesten Dokumente, das uns die Sumerer hinterlassen haben: die Königsliste. Auf den ersten Blick scheint sie eine einfache Chronik zu sein, eine Abfolge von Herrschern und Städten. Doch beim genaueren Hinsehen entfaltet sich ein Mysterium, das Gelehrte seit Generationen fasziniert. Im Zentrum des Rätsels stehen die schier unglaublichen Regierungszeiten der Könige vor der Flut. Alulim, der erste König von Eridu, soll 28.800 Jahre geherrscht haben, Al-Algar 36.000 Jahre.
Insgesamt umfassen die 8 Könige vor der Flut eine Zeitspanne von 200 Jahren. Wie können wir solche Zahlen verstehen? Eine einfache, wörtliche Interpretation ist aus biologischer Sicht unmöglich und wird von keinem seriösen Historiker vertreten. Die wahre Frage ist nicht, ob diese Zahlen real sind, sondern was sie bedeuteten. Welche Botschaft, welche Logik verbirgt sich hinter dieser monumentalen Übertreibung? Eine populäre Theorie besagt, dass die Zahlen symbolisch sind. Sie könnten auf dem Sexagesimalsystem basieren, dem Zahlensystem zur Basis 60, das die sumerische Astronomie und Mathematik dominierte. Vielleicht sind die Zahlen Produkte aus kleineren, bedeutungsvollen Zahlen, die göttliche Vollkommenheit oder kosmische Zyklen repräsentieren sollten. Ein König, der eine perfekte Anzahl von Jahren regierte, wurde so in einen göttlichen kosmischen Kontext gestellt. Eine andere Hypothese schlägt vor, dass die Zahlen nicht die Herrschaft eines einzelnen Mannes, sondern die Dominanz einer ganzen Dynastie oder einer Stadt über einen langen Zeitraum darstellen. Die Liste wäre demnach weniger eine Abfolge von Personen als eine Abfolge von Machtzentren. Wieder andere Forscher vermuten einen ausgeklügelten numerologischen Code, eine Art mathematisches Rätsel, dessen Schlüssel wir verloren haben. Vielleicht spiegeln die Zahlenverhältnisse astronomische Perioden wider, etwa die Präzession der Erdachse. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Die sumerische Königsliste bleibt ein intellektuelles Puzzle. Sie zwingt uns, unsere modernen Vorstellungen von Geschichtsschreibung abzulegen und zu akzeptieren, dass die Sumerer eine andere, tiefere Realität in diesen Zahlen sahen. Eine Realität, in der die Macht eines Königs nicht in Jahren, sondern in Äonen gemessen wurde, als direktes Erbe einer göttlichen, verlorenen Zeit. In der Stille der Nacht wollen wir nun einen Gedanken betrachten, der ebenso subtil wie fundamental ist. Wir haben die Mythen, die Astronomie und die rätselhaften Königslisten der Sumerer erkundet. Doch wir müssen verstehen, dass diese Texte nicht in einem Vakuum existierten. Sie waren keine reinen Märchen oder wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern oft mächtige Werkzeuge in den Händen der Herrschenden. Hier verschwimmt die feine Linie zwischen Mythos, Geschichte und Propaganda. Nach der Sintflut, als neue Dynastien um die Vorherrschaft in Mesopotamien rangen, wurde die Vergangenheit zu einem entscheidenden Schlachtfeld. Ein König, der seine Herrschaft legitimieren wollte, musste beweisen, dass sein Anspruch alt, ehrwürdig und von den Göttern sanktioniert war. Und wie könnte man das besser tun, als eine direkte Verbindung zu der glorreichen, gottgleichen Ära vor der großen Flut herzustellen? Die sumerische Königsliste ist hierfür das beste Beispiel. Indem sie eine ununterbrochene Linie des Königtums von der Zeit vor der Flut bis in die Gegenwart des Schreibers konstruiert, sendet sie eine klare politische Botschaft. Das Königtum ist eine einzige, von den Göttern gestiftete Institution. Es wurde vom Himmel herabgesandt, überlebte die Katastrophe und wurde nun rechtmäßig von dem aktuellen Herrscher ausgeübt. Jeder Usurpator, jeder Rivale war somit nicht nur ein Feind des Königs, sondern ein Feind der göttlichen Ordnung selbst. Herrscher, wie die Könige der 3. Dynastie von Ur, ließen diese Texte kopieren und verbreiten. Sie gaben Epen in Auftrag, die ihre eigenen Taten mit denen mythischer Helden wie Gilgamesch verbanden. Sie stilisierten sich selbst als Wiederhersteller der alten Ordnung, als neue Hirten, die das von der Flut zerstreute Volk wieder sammelten. Der Mythos wurde zur Charta des Staates. Die Geschichte wurde nicht nur aufgezeichnet,
Sie wurde geformt, um der Gegenwart zu dienen. Das schmälert den Wert dieser Texte nicht. Im Gegenteil, es macht sie noch faszinierender. Sie zeigen uns nicht nur, was die Sumerer über ihre Vergangenheit glaubten, sondern auch, wie sie diese Vergangenheit nutzten, um ihre Gegenwart zu gestalten und ihre Zukunft zu sichern. Sie sind Zeugnisse einer hochentwickelten politischen Kultur, die die Macht der Erzählung bereits vor Tausenden von Jahren verstand. Unsere lange Reise durch die Zeit vor der Sintflut neigt sich dem Ende zu. Wir haben die Fragmente von Eridu betrachtet, den Erzählungen von Ziusudra gelauscht und über die unmöglichen Zahlen der Königsliste gestaunt. Und während die Nacht zur Ruhe kommt, bleibt die Frage: Was bleibt von alledem? Was lehren uns diese staubigen Tontafeln heute in unserer so anderen Welt? Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist die der Demut. Wir halten ein unvollständiges Mosaik in den Händen. Tausende von Tontafeln sind verloren, für immer zerstört durch die Kriege und den Zahn der Zeit. Was wir haben, sind Bruchstücke, Echos aus einer versunkenen Welt. Es wäre vermessen zu glauben, wir könnten das Bild vollständig rekonstruieren. Die Texte geben uns keine definitive, faktische Geschichte einer vorsintflutlichen Zivilisation. Wer nach Beweisen für versunkene Superkulturen oder außerirdische Besucher sucht, wird in der seriösen Archäologie enttäuscht. Doch was die Texte uns stattdessen bieten, ist unendlich wertvoller. Sie öffnen ein Fenster in die Seele der sumerischen Kultur. Sie zeigen uns ein Volk, das mit denselben fundamentalen Ängsten und Hoffnungen rang wie wir. Die Angst vor dem Chaos, symbolisiert durch die alles vernichtende Flut. Die Sehnsucht nach Ordnung, gespiegelt in den Zyklen der Sterne und den Listen der Könige. Der Wunsch, eine Verbindung zu etwas Größerem, zu den Göttern, zur Ewigkeit herzustellen. Sie lehren uns, dass die Menschheit schon immer versucht hat, ihre Herkunft zu verstehen, um ihren Platz im Kosmos zu finden. Die Erzählung von einer verlorenen, besseren Zeit ist kein sumerisches Unikat, sondern ein Archetyp, der sich in Kulturen auf der ganzen Welt findet. Die sumerischen Texte sind die älteste uns bekannte Ausformung dieses tiefen menschlichen Bedürfnisses. Sie sind nicht die Antwort auf alle unsere Fragen, sondern vielmehr der Anfang der Fragestellung selbst. Sie sind der erste aufgezeichnete Versuch der Menschheit, Geschichte zu schreiben, Sinn in der Vergangenheit zu finden und sich selbst eine Identität zu geben. Und indem wir ihnen zuhören, hören wir nicht nur die Stimmen der Sumerer, sondern auch ein Echo unserer eigenen, unermüdlichen Suche nach Bedeutung. Schlafen Sie gut.